Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Was ist der am häufigsten vorkommende Fehler bei der Artikulation beim Zungenstoß bei eurem Blockflötenspiel und vielleicht auch bei anderen Instrumenten? Darüber wollen wir uns heute mal unterhalten und dieser Fehler kommt sowohl bei blutigen Anfängern vor als auch bei sehr fortgeschrittenen Spielern. Also bleibt unbedingt dran. Warum klingt euer Blockflötenspiel nicht so richtig gut? Warum klingt ein Lied, das ihr von den Tönen her spielen könnt oder eine Sonate, die ihr schon beherrscht, trotzdem nicht so schön und ihr wisst nicht genau, woran es liegt? Sehr häufig liegt es an der Artikulation, an der Art und Weise, wie ihr die Noten zu Anfang anstoßt mit der Zunge und auch wie lange sie dauern, wenn sie erstmal angefangen haben zu klingen. Denn beides nennt man Artikulation. Worum geht es nun bei diesem Fehler, den ihr eventuell macht bei eurem Spiel? Und wenn ihr den beheben könnt, wird euer Spiel direkt so viel schöner. Es geht um ein gewisses Prinzip, nämlich, dass ihr die schnellsten Notenwerte in eurem Stück am breitesten spielt. Sozusagen am weichsten klingen lasst. Und ich habe heute bewusst keine Notenbeispiele, die ich euch einblende, denn ich möchte, dass ihr richtig gut zuhört. Ich denke, ihr werdet hören, was in einem Stück die schnellen und was die langsameren Noten sind. Dafür braucht ihr also keine Noten. Und außerdem ist es ganz wichtig, dass ihr euch heute nur aufs Hören konzentriert und nicht abgelenkt seid durch Nachdenken, indem ihr mit euren Augen irgendwelche komplizierten Notenbilder seht. Ich lasse euch das mal an einem ganz einfachen Beispiel hören, nämlich an dem Kinderlied Der Kuckuck und der Esel. Und wie gesagt, was ich euch heute erzähle, gilt sowohl für Anfänger als auch für weit Fortgeschrittene. Denn ich stelle immer wieder fest, dass in meinem Unterricht mit meinen Online-Schülern auch dieses Prinzip manchmal nicht beherzigt wird. Also, Der Kuckuck und der Esel, das hört ihr erstmal in 2 Versionen. Und ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass euch die erste Version etwas besser gefallen hat, denn das ist die meiner Meinung nach schönere. Bei dem Lied kommen irgendwann so ganz kurz mal etwas schnellere Noten. Und diese Noten habe ich bewusst breit und weich aneinander gespielt. Während man es sehr oft hört, dass gerade wenn schnelle Noten kommt, das sehr hektisch und kurz artikuliert wird. Das hat auch damit zu tun, dass, wenn man gerade erst am Anfang ist und die Achtelnoten zum Beispiel ganz neu hinzubekommen hat zu den Viertelnoten und den halben Noten, dass man ein bisschen gestresst ist, weil jetzt plötzlich so schnell gespielt werden muss. Und was dann häufig passiert, dass ihr an solchen Stellen dann nicht nur härter anstoßt oder sagen wir mal abgehackter anstoßt, sondern auch noch lauter blast. Und hier müsst ihr dann eigentlich genau das Gegenteil tun, nämlich die schnellsten Notenwerte versuchen am weichsten zu artikulieren. Und das stelle ich im Anfängerunterricht sehr oft fest, vor allem bei Kindern. Also vielleicht geben manche von euch ja auch Blockflötenunterricht. Versucht mal den Kindern von Anfang an die schnellen Noten, also in dem Fall die Achtelnoten,
weich beizubringen. Denn das ist auch ein bisschen Angewöhnungssache und ihr müsst einfach versuchen, diese Lautstärke herauszunehmen, dieses ich muss schnell, sondern ganz entspannte, schnelle Noten spielen. Das geht, indem man einfach nicht so laut bläst und sich klar macht, ich muss hier nicht tü-tü anstoßen, sondern tü-dü. Wenn man dann schon ein bisschen weiter ist als der Kuckuck und der Esel, dann kann einem zum Beispiel dieses schöne italienische Lied Bella Bimba begegnen und das hört man dann auch manchmal so. Während wenn ihr auch hier wieder die schnellsten Notenwerte weicher anstoßt, das heißt nicht komplett weich, nicht alles nur dü, 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 sondern immer schön abwechseln mit tü, dü, tü, dü, tü, aber eben nicht nur tü, 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 dann kann das auch so klingen. Und das kann man ganz langsam üben. Man kann es entweder langsam hässlich spielen oder langsam schön spielen. Das ist wirklich eine Frage der Disziplin von Anfang an und natürlich, dass man als Lehrer darauf achtet oder wenn man sich das selbst beibringt, dass man eben gut hinhört, die schnellen Noten, die ich da spiele, wie klingen die eigentlich? Und wenn wir dann ein bisschen ins weiter Fortgeschrittene gehen und die ersten Barockstücke spielen, ein Menuett zum Beispiel, und wenn ihr die schnellen Notenwerte einfach aus Gewohnheit und aus irgendwo Überforderung oder Stress dann doch so tü 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 spielt, dann würde das so klingen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle schnellen Noten immer so dicht aneinander spielen müsst. In diesem selben Stück geht es nämlich noch weiter und da kommen bei den schnellen Noten große Sprünge, große Abstände zwischen den Noten, also im Notensystem. Und da klingt es sehr schön und war es auch in der Barockzeit so gedacht, dass man die Töne tü 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 und eben ein bisschen abgesetzt spielt. Die Abwechslung, die bringt auch viel Lebendigkeit rein, aber wir wollen ja heute nach dem Grundprinzip gucken und gerade wenn ihr mal nur so ein paar Achtel dazwischen habt oder in einem anderen Stück die Sechzehntel die schnellsten Notenwerte sind, dann versucht die grundsätzlich eher weicher aneinander zu spielen. Ja, dann haben wir hier zum Beispiel eine Bourrée von Otteterre, also französische Barockmusik. Und auch hier spiele ich dann die Achtelnoten, die schnellsten Notenwerte in diesem Stück paarweise weich aneinander. Wie gesagt, das heißt nicht, dass ich alles weich vorne anstoße, nur dö, 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 dö mache. Dann wird es auch nicht gut klingen. Aber ich versuche deutlich anzustoßen, aber die Noten nicht im Staccato zu spielen. Und wenn eure Telemann-Sonate zwar in den Fingern ist, aber irgendwie nicht so gut klingt, nicht so charmant klingt, dann könnte es auch wieder an diesem selben Fehler liegen, den ihr möglicherweise macht, beziehungsweise was heißt Fehler? Vielleicht habt ihr noch nie so einen Tipp in der Richtung bekommen und wisst gar nicht, was ihr da eigentlich genau macht. Also versucht hier auch nochmal darauf zu achten, dass die schnellsten Noten, in dem Fall wären das jetzt Sechzehntel, dass die nicht so staccato sind, sondern dass ihr da, wo die Noten als Linie gehen, also nicht so Riesensprünge sind, dass ihr die wieder geschmeidig aneinander fügt.
Auch hier in dieser selben Sonate gibt es natürlich Stellen, wo das schöner ist, wenn ihr kurz spielt und staccato. Hier haben wir eine Passage, wo eigentlich beides kombiniert ist. Da geht es am Anfang in leichten Schritten. Und dann kommen ziemliche Sprünge mit Tonwiederholungen auch noch. Und wenn ihr da alle schnellen Noten staccato spielt, dann klingt das eigentlich ein bisschen zickig. Ja, ich denke, es lohnt sich mal in Bezug darauf, alle eure Stücke, die ihr spielt, zu durchforsten, sich bewusst zu machen, was mache ich da eigentlich und wie klingt das. Also nicht das ganze Stück durchspielen und denken, ach, das klingt irgendwie nicht gut, sondern ihr müsst immer im Detail gucken. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr den Fehler damit bei euch beheben könnt, beziehungsweise mal neugierig geworden seid, was könnt ihr ausprobieren. Und ihr wisst ja, in meinem Blockflötenkurs Blockflöte Next Level, der nicht nur für mega Fortgeschrittene ist, sondern für Leute, die 2 Jahre spielen und einigermaßen Stücke spielen können, da wird das richtig ausführlich behandelt und auch so, dass ihr euch die einzelnen Lektionen, die euch da interessieren, also wie artikuliere ich im Dreivierteltakt oder so, dass ihr euch die bewusst raussuchen könnt und dann anschauen und mitüben könnt, wann ihr Zeit und Lust dafür habt. Der Kurs bleibt euch ja erhalten sozusagen. Alle Info zu allem, was ich mache, auch den Live-Seminaren in der Gruppe, wo ihr jederzeit teilnehmen könnt, findet ihr hier unten unter dem Video. Und noch wichtig zu sagen, eine Abonnentin hat mir geschrieben, sie schaut sehr gerne meine Videos und sie freut sich darauf, aber sie bekommt nicht automatisch Bescheid, wenn eins rauskommt. Das geht aber schon. Dann müsst ihr hier unten nicht nur auf Abonnieren klicken, sondern auch noch dieses Glöckchen aktivieren. Da muss man dann, glaube ich, alle anklicken und dann kriegt man immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir kommt. Ja, falls euch das Video heute gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder einen Super Thanks oder was auch immer oder ein Hype. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn es euch was gebracht hat und wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid hier auf Iras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!